Leute, willkommen zu unserem Kanal. Ich habe den Cem wieder, mein Bruder. Er ist jetzt fertig mit der Verlängerung. Also, Bro, bevor ich überhaupt dich mit Fragen bombardiere, ich sag's dir nochmal, ich bin wirklich stolz, dass du gewachsen bist. Du schaust mega gut aus. Als Sedat bin ich glücklich für dich, weil ich habe ja selber die OP, weißt du, 3-mal gemacht. Aber als Mann bin ich schon eifersüchtig. Mann. Wie groß bist du jetzt? Ich bin jetzt 1,86,5 Meter. Okay. Deine Startgröße war? 1,69 Meter. Vielleicht sogar ein bisschen drüber. So, wie viel haben wir dich aber jetzt heute gemessen? Wir haben uns heute gemessen mit 1,90 Meter. Wir haben ihn mit 1,90 Meter gemessen, obwohl er eigentlich so ca. 1,87, ich denke, du bist 1,87. Ja, genau. Warum jetzt die 1,90? Weil durch die Tibia, also Unterschenkelverlängerung, hast du ja einen Ballerina, also hat er ein Ballerina-Syndrom, der Cem, so, und er kann nicht den Boden komplett mit seinen Füßen berühren, das heißt, er ist auf seinen Zehen, genau. Ist aber normal, weil die Achillessehne ist durch die Verlängerung etwas, ja, ich sag mal so steif geworden, also kleiner, und das machst du mit Übungen dann einfach. Genau, also übrigens, Frauen, die öfters High Heels tragen, haben genauso eine Achillessehnenverkürzung. Ist aber normal, Bro, mit Übungen und so weiter. Es ist jetzt schon besser geworden als vorher, weil wir haben ja nach dem Removal trotzdem unsere Physio-Sessions jeden Tag und daher passt das. Wir arbeiten ja daran und ich mache das ja auch selber dann auch in meinem Zimmer abends. Ich laufe auch sehr viel mit der Walk oder mit den Krücken und dadurch wird das definitiv auch besser, ich merke es. Danke, Bro, dass du das erwähnst, weil es sind so viele Kommentare, also nicht nur bei unseren Videos, sondern auch zum Beispiel, wenn mal irgendeine andere Seiten so über die Beinverlängerung, da sind mehr Kommentare als, okay, na super, jetzt bist du behindert geworden, du hast Geld dafür bezahlt, für deine Behinderung hast du dich unterstützt. So, Menschen denken jetzt, okay, cool, der schaut jetzt gut aus, ist ein gut aussehender Mann, aber jetzt schaust halt natürlich, hast ein anderes Aura, muss man schon sagen. Man schaut so nach oben, weißt du, was ich meine? Und die Menschen denken, okay, cool, der ist groß, der ist lang, der ist was Besonderes, aber der ist für immer und ewig behindert. Nein oder nein. Also ich kann dazu nur sagen, das ist alles Quatsch. Leute, die so schreiben, sind entweder A, die haben wenig Wissen über diese Sache, oder B, die wollen einfach nur die Sache schlecht stehen. Ich habe die erste Operation gemacht, habe 10 Zentimeter verlängert und bin nach 2 Monaten gelaufen, als hätte ich gar keine OP. Wow. Ich habe ja auch ein Video, das könnt ihr auch natürlich zeigen. Und in diesem Video sieht man, dass ich ganz normal laufe. Ich bin in einem Einkaufszentrum in Deutschland und meine Freunde machen ein Video, wie ich hin und her laufe. Also man merkt gar nichts. Wenn ich das Video jemand zeigt, so sagt er mir, okay, du läufst jetzt. Weißt du, man merkt gar nicht, mit was für einem Glück ich dieses Video gemacht habe. Das war halt nur in 2 Monaten. Also gib mir noch mal 2 Monate, ich hätte Fußball gespielt, weißt du, was ich meine? Deswegen war für mich klar, ich komme wieder und mache meinen Unterschenkel auf. Man muss halt nur natürlich auch an sich arbeiten, seine Physio machen und seine Übungen machen und auf das ganze Team hören, dann passt schon alles. Also der Arzt hat so viel Erfahrung, der Arzt hat über 5000 OPs gemacht, eine bessere Stelle als hier könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also das ist auch Platz Nummer 1, wenn es um Beinverletzungen geht und Vor- und Nachsorge, das ist auch wichtig und deswegen war für mich klar, ich komme hier ändern. Wir haben ja mit dem Oberschenkel mit Cem gestartet, du hast 10 cm erreicht, gell? Genau, richtig. In 3 Monaten, Bro, oder? Ja, so in 72 Tagen war das. 72 Tagen ist machbar, oder? Weil viele Patienten sagen, boah, das ist zu kurz, aber Richtig, das ist auch natürlich knochenheilungsbedingt, wie gut der Knochen wächst. Ich bin jetzt das zweite Mal hier. 99% der Patienten haben einfach guten Knochenwachstum, ne, muss man sagen. Deswegen kann man das in dieser Zeit natürlich auch schaffen. Lukas auch zum Beispiel auch 11 cm in 3 Monaten. Ja, ich habe gesehen, er war ja sehr oft auch in der Lobby. Ich habe ja mit ihm auch geredet, also ihm ging es blendend, Gott sei Dank auch. Ne? Also Leute, übrigens, im Zentrum, wenn man die Patienten und Mitarbeiter zählt, sind wir ungefähr so 80, 90 Leute hier. Ja, in richtig, diesem genau. Gebäude. Er ist der Größte. Offiziell gerade im Moment. Menschen fragen, wie ist die Verlängerung? Empfehlst du das definitiv? Nicht, weil ich das nur beruflich mache, sondern ich habe sie nicht einmal, zweimal, dreimal gemacht. Wenn ich was habe und wenn ich was kann oder weißt du, kann ich empfehlen, wenn ich was versucht habe. So, nicht nur empfehlen, auch drüber reden. Ich weiß das Gefühl nicht, wie es ist, als Mann 1,90 zu sein. Ja, also ich muss dazu sagen, wir sitzen abends sehr oft in der Lobby mit den anderen Patienten. Das war auch übrigens ganz kurz noch mal so eine Sache. Viele sagen, oh, wenn ich da bin, ich bin gehandicapt, ich kann nicht laufen. Ja, Quatsch. Also wir sind sehr oft in der Lobby, wir gucken Fußball zusammen, wir reden, wir bestellen zusammen aus dem Essen. Also das ist schon so eine Freundschaft, die man mit den anderen Patienten aufbaut, definitiv. Ich habe immer noch Kontakt mit Leuten von meiner ersten OP. Die rufen mich sehr oft an, wir reden und unterhalten uns. Also es ist auch wirklich sehr schön. Das heißt jetzt, ich habe Freunde in Amerika, in China, in was weiß ich wo, Thailand, mit Schulaufahrt habe ich überall Leute. Weißt du, was ich meine? Und was ist für ein Gefühl ist mit 1,90? Das ist ein sehr schönes Gefühl. Wenn ich in der Lobby zum Beispiel aufstehe oder in mein Zimmer gehe oder so, dann gucken mich alle so an und sagen, boah, krass, Bruder. Weißt du? So ein Gefühl hatte ich, also mir hat vorhin noch nie einer gesagt, oh, du bist groß.
Weißt du, was ich meine? Und das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich habe es aber auch noch nicht so richtig verstanden, diese zwei Kooperationen, dass ich so groß bin, weil ich bin hier und wie du sagst, ich bin hier der Größte, weißt du, ich muss mal jetzt wirklich unter die Leute gehen, dass ich das auch wirklich mal merke. Ist auch dort der Größte. Genau, aber ich werde es definitiv, also 100%. Also ich hab dem Jam gesagt, deine einzigen Gegner sind ab jetzt nur Basketballer. Keine Ahnung, Michael Jordan oder solche Sachen, Das ist weißt du? wirklich nicht. Schon krass, Bruder. Also du bist schon, also überdurchschnittlich. Guck doch mal, also das war vorher ich, das ist 1,70 und das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Jam, Bruder, ist 1,70 für einen Mann klein, sag mal ehrlich? Also ich bin dir ehrlich, ja, 1,70 ist wirklich klein. Viele sagen, nein, 1,70. Guck mal, 1,70 ist so ein Ding, du bist nicht ganz klein, du bist aber auch nicht groß. Okay. Es ist unter dem Durchschnitt, also Mittelgröße, weißt du. 1,75 wäre noch in Ordnung, würde ich sagen, wo die Leute sagen, ist okay. Aber 1,70 ist wirklich so klein. 1,70 ist so eine Größe, wo man sich denkt, oh, ein paar Zentimeter mehr wäre nicht schlecht, definitiv. Das habe ich mir sehr oft gedacht. Ich kann das wirklich jedem empfehlen. Okay. Insbesondere Leute unter 1,70, Leute, verkauft euer Auto, verkauft eure Wohnung, kauft euch was diese Fritze, aber ist euch weiter, dann definitiv. Es ist 100% ein Gefühl, das kannst du mit keinem Geld der Welt kaufen, wenn du fertig bist. Vergiss es, Bruder. So, weißt du, ich meine, ich bin die ganze Zeit von zwei, warum? Weil ich bin happy jetzt einfach, weißt du, ich meine, es ist einfach ein schönes Ich meine, Körpergröße ist ja auch sowas, Bro. Es ist ja jeden Tag hast du damit zu kämpfen. Natürlich. Du musst dich anziehen, umziehen, ausziehen. Weißt du, egal wie, Sport, da, dort, Körpergröße ist halt so deine ID-Card, so, dein Ausweis. Weißt du, das bist du. Insbesondere Hosen, ich hatte sehr oft Probleme. Übrigens, das ist die Hose von der ersten OP, könnt ihr auch in den Bildern dann sehen. Ich habe extra diese Hose wieder angezogen. Vor überhaupt irgendeiner OP, diese Hose ist unter meinen Fuß gekommen, weil ich zu lang war einfach. Und jetzt seht ihr, wie kurz die Hose ist. Also das ist auch mal so ein Ding gewesen. Klamotten haben nicht gepasst. Mein Oberkörper war immer schon irgendwie gut gebaut. Ich habe meistens Größe L bis XL manchmal. Aber bloß noch nicht die kürzeste Größe gekauft, den kürzesten Länge, aber sie war trotzdem zu lang. Weil ich musste die dann schneidern lassen. Und dann war der halt nicht mehr original oder hat nicht mehr gut ausgesendet. Das war sehr oft ein Problem bei Klamotten. Generell im Leben war es ein sehr großes Problem. Ich komme aus Deutschland, der Durchschnitt in Deutschland ist 1,80 und ich bin jetzt nicht 3, 4, 5 Zentimeter kleiner gewesen, ich war 10 Zentimeter kleiner als der Durchschnitt und das merkst du als Mann. Bei einer Frau ist das vielleicht nicht so maßgebend, dass du sagst, okay, ich bin jetzt 1,70 oder whatever, weißt du? Aber bei einem Mann mit 1,70 in Deutschland insbesondere merkst du das definitiv, dass du unter den Durchschnitt bist. Definitiv. Jetzt bist du natürlich auch unter Außerirdische der größte Mann. Ja, das stimmt. Bro, kann ich dich was fragen? Schau mal, du hast ja die erste OP gemacht, du warst 1,70, du warst klein. Du hast die OP gemacht, um einfach nicht mehr klein zu sein, richtig? Genau. So, ich habe dir auch gesagt, nach deiner ersten OP, ich habe dir gesagt, Bro, meiner Meinung nach brauchst du keine Operation, du schaust mega gut aus. Ich meine, wenn du es machen würdest, ich verdiene ja Geld, ist ja auch mein Job, auch für Marketingzwecken, boah, cool, schau mal, der Typ ist 1,90 geworden, weißt du, was ich meine? Ich bin offen und ehrlich, aber natürlich, ich bin auch ein Mensch und gleichzeitig ein Patient, der die OP gemacht hat. Nicht, weil ich neidisch bin, dass du 1,90, sondern ich muss auch die Wahrheit sagen. Brauchst du es, brauchst du nicht. Ja. So, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele Menschen sagen werden, okay, von 1,70 auf die 1,80 verstehe ich. Aber warum die zweite OP? War es nötig? So, jetzt meine Frage an dich. Was war die Motivation oder was war der Grund, dass du gesagt hast, ich möchte die zweite OP machen, obwohl du groß warst? Bevor ich überhaupt eine OP gemacht habe, habe ich gesagt, ich würde gerne beides machen wollen. Okay. Der Proportion wegen und nach der ersten OP, das ist aber wirklich bei 80-90% der Patienten, die ich sehe, die erste Operation verläuft wirklich so gut, ohne Komplikation, ohne dass du große Schmerzen hast, ohne dass du sagst, oh mein Gott, ich bin jetzt gehandicapt für ein Leben lang, das hast du überhaupt nicht so eingeführt. Viele denken das ja. Und dadurch, weil das so gut verlief, habe ich gesagt, jetzt mache ich definitiv die zweite Operation. Da war keine Hintergrundgedanken irgendwie, dass ich Angst habe, die zweite OP jetzt auch noch zu machen. Ganz im Gegenteil, weil es gerade so gut fertig habe ich gesagt, ich mache jetzt 100% auf die zweite Operation. 1,80 ist gut, ja, aber ich habe in den 2 Monaten, wo ich in Deutschland war, gemerkt, weil ich jeden Tag draußen war, ich war durchstehen. Ich war wieder noch meine 1,70. Du hast nichts Besonderes. Genau, ich habe mich halt nicht so groß oder besonders gefühlt, wie ich es mir erhofft hätte. Weißt du, 10 Zentimeter ist groß für einen Körper. Ich habe es, wie du sagst, halt, ich habe mich nicht so besonders gefühlt, wie ich es gerne erhofft hätte. Deswegen habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich mache jetzt diese zweite Operation, weil ich will dieses Feeling haben. Ich will einfach das Gefühl haben, wow, jetzt werde ich bin riesig. Und jetzt bin ich wirklich riesig. Ne? Also jetzt kannst du dich besser als Jam identifizieren, oder? Ja, natürlich, also 100%. Man muss auch sagen, guck mal, das habe ich von vielen Mitarbeitern, insbesondere vom Medical Team, als auch von den Physiotherapeuten gehört. Deine Beine sind weder jetzt zu lang zur Proportion zu deinem Oberkörper noch zu kurz.
es sieht so aus, als ob ich so auf die Welt gekommen wäre. So, die Beine passen einfach perfekt zu den Oberkörper jetzt, weißt du? Ich habe auch eine Spannweite von, wie viel war das, 1,78 oder Sowas, so. glaube ich, genau. Genau. Deswegen passt das jetzt einfach perfekt, weißt du? Es sieht nicht aus, als ob ich mich schon mal wieder Esel hätte, weißt du? Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram, die haben so lustiger, ich habe auch gelacht übrigens, me with my bros when I go to Turkey for Limline Training, dann kommt der Typ, besteht nur aus Beine und Oberkörper ist irgendwie so. Nein. Menschen denken, sowas passiert. Das ist Quatsch. Man muss überlegen, du verlängerst ja nicht 50 Zentimeter. Das sind 8, 9, 10 Zentimeter, die du hier verlängerst. Das sind 5, 6, 7, 8 Zentimeter, die du auch Unterschenkel verlängerst. Natürlich kommt es vor, wie groß du vorher warst. Aber hey, er ist das beste Beispiel, du warst, oder? 1,57, du hast 20 Zentimeter gemacht. Du bist 1,77. Armspannweite 1,64. Überleg mal. Und wenn ich das jetzt nicht wissen würde, ich lerne dich so kennen, ich weiß es nicht, ich würde niemals sagen, du hast eine Operation Danke, gemacht. Bro. Ich genauso nicht übrigens. Ich schweige der 3, so. Weißt du, was ich meine? Also ich will es niemals verstehen. Auch wer mich Leute jetzt drauf sehen soll, ich glaube nicht, dass sie das verstehen wird, Bruder. Das ist so eine Sache, wo viele Leute sagen, oh, man sieht es doch, oder wie du sagst in diesen Videos, man besteht auf 80% aus Weinen, das ist Quatsch, das ist wirklich Quatsch. Aber es gibt immer diese Leute, die dann sagen, ich will schlecht darüber reden. Sei es eine Operation, sei es ein Restaurant, sei es ein Kinobesuch. Es gibt einfach Leute, die immer schlecht reden wollen. Es gibt immer Leute, die haten wollen, weißt du? Ja. Und solche Leute, die motivieren einen. Die motivieren einen, weißt du, du liest manchmal von anderen Patienten die Kommentare. Du denkst dir, hey, du Vollidiot, hast du gar keine Ahnung in der Materie, weißt du, was ich meine? Und das ist doch mal so ein Kick, den du kriegst, wenn du sowas liest. Ich weiß, die Leute sehen dich vielleicht nicht, aber du wirst ihnen das beweisen. Weil du weißt ganz genau, ich zeig mein Gesicht im Fernsehen, am Ende dieses Videos sehen. Und dann werde ich selber sagen, passt das oder nicht. Das passt mehr als nur gut, weißt du, ich meine? Es passt perfekt. Aber Bro, solche pessimistische Menschen ernähren ja auch optimistische Menschen. Ja, hey, ich sag ganz ehrlich, jeder Kommentar, jede schlechte oder gute Nachricht ist immer so ein Push, weißt du, was ich meine? Sei es jetzt für den Live-Troller, sei es für mich. Ich sage ja, ich habe die Kommentare manchmal gelesen, es hat mich einfach nur gepusht und den Leuten zu zeigen, hey, weißt du was, ihr labert einfach nur Müll, das ist nicht wichtig, was ihr denkt oder was ihr schreibt. Aber wie gesagt, diese pessimistischen Leute gibt's einfach überall. Klar. So, egal in welchem Bereich, du kaufst dir ein Auto, der sagt, was nötig, so und so viel Geld für ein Auto auszugeben. Hey, wenn ich denke, es ist nötig, dann war's du. Es geht nicht nichts an, so. Das musst du respektieren und akzeptieren. Es geht nicht anders. Aber Bro, weißt du, man lebt nur einmal und solche pessimistische Leute sind so krass beschäftigt mit Negativität, sie kommen nicht voran im Leben. Weißt du, was ich Ich meine? weiß warum. Das ist deren Fluch aber. Die Leute gehen sich einfach an einer Stelle im Leben und kommen nicht weiter. Weißt du, das ist wie in einem Hamsterrad. Er dreht sich und dreht sich und dreht sich und das war's, Bruder. Man läuft schneller, man läuft langsamer, aber er kommt nicht voran. Und diese Leute haben nichts in ihrem Leben zu tun, Richtig. dass die einfach sich auf andere Leute, ihre Personalität aufgeilen hat. Die wollen einfach alle schlecht stehen und dadurch fühlen die sich dann besser. Aber im Inneren weiß er ganz genau, er ist nichts. So, verstehst du, was ich meine? Und das ist genau der Grund, warum Leute schlecht über andere Leute reden. Aber man muss auch ein bisschen gönnen. Wenn etwas jemanden gönnst, Bruder, dann kriegst du auch das Gleiche wieder zurück. Mindestens. Wenn nicht sogar das Doppelte oder das Dreifache. Du gönnen den Leuten. Und es gibt sowas wie gutes Karma, Bruder. Du gibst nur etwas zurück, du kriegst was zurück. Ich verstehe das aber nicht. Du hast auf den megasten Punkt gebracht. Ja, Bruder, aber genau so ist das generell im Leben. Nicht nur die Beineoperation, ich meine generell im Leben. Leute gönnen einen nicht, Leute sind eifersüchtig, die Leute leben schlecht, damit sie sich besser fühlen. Aber im Innerlichen denken sie sich, oh, wie gerne ich so wäre, wie gerne ich seine Personalität hätte oder sonst irgendwas, weißt du? Aber geht nicht, ihr seid hier und wir sind wir, weißt du, ich meine. Also ich sage aus, ich wäre so gerne in deiner Körpergröße, Bro. Also Traum einfach. Und Leute, egal wer was sagt, das schaut einfach sexy aus, Mann. Und das nur in 6 Monaten, gell? Genau. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Viele Leute denken, oh, er war jetzt 2 Jahre da und was. Nee, 3 Monate, 10 Zentimeter, die nächsten 3 Monate, warum 3 Monate? Slow. Weißt du, Das ist slow. Genau, wir haben es ganz leiser gemacht, ich habe mir Zeit gelassen, ich hätte es auch schneller machen können. Nee, ich habe mir jetzt Zeit gelassen. Ich bin auch gerne hier, ich muss sagen. Danke. Deswegen habe ich mir auch Zeit gelassen und in 6 Monaten ist sowas definitiv machbar. Also ist eine life-changing Operation, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich ist das keine Piece of Cake, haben wir auch nie behauptet. Ich habe selber 3-mal gemacht. Natürlich haben wir auch Komplikationen. Wir haben auch nicht zufriedene Patienten, weil man kann nicht immer alles besser machen oder weißt du, man ist niemals genug. Verstehst du, was ich meine, Bro? Natürlich. Und auch Körperanatomie, aber Gott sei Dank keinen unserer Patienten oder generell bis jetzt habe ich gehört, dass sie irgendwie Krüppel dadurch geboren ist oder nie wieder laufen könnte. Aber hat leider einen etwas schwierigeren
Ich sag dir, Bruder, warum. Ich Distraktion. bin mitten in der Materie drin, Bruder. Kannst Ich offen bin und ehrlich auch genau, sagen. weißt du, guck mal, das Ding ist einfach nur, viele Patienten, die hier hinkommen, die denken sich, ich mache das mit links. Leute, ihr müsst euch mental sowie körperlich darauf vorbereiten. Es ist eine Operation, die werden die Beine gebrochen, die Knochen gebrochen und deine Beine werden verlängert. Jeden Tag, Schritt für Schritt werden deine Beine verlängert. Und darauf müsst ihr euch mental, psychisch, physisch, körperlich, ihr müsst euch einfach darauf vorbereiten. Viele Leute, wie du sagst, sind während des Prozesses unzufrieden. Warum? Viele sind vielleicht ein bisschen übergewichtig. Die haben sich nicht darauf vorbereitet, sind nicht flexibel. Und denen fällt dann diese Verlängerung Tag für Tag ein bisschen schwerer, weil natürlich die Muskeln gedehnt sind und. Dann hat man so ein unwohles Gefühl. Keine Schmerzen, aber du hast so ein unwohles Gefühl. Und das ist dann für die Leute, dass sie sagen, Rumgemecker. Aber spätestens, versprochen, spätestens, das habe ich bei jedem Patienten gesehen, nachdem man aufhört zu verlängern und dann der Removal kommt, je nachdem welche Methode man macht, danach fühlt sich jeder super. Danach fühlt sich jeder gut. Er hat sein Ziel erreicht. Die Fixateure sind weg und du hörst auf zu verlängern. Das heißt, die Muskeln entspannen sich wieder. Du musst nicht jeden Tag verlängern, die Muskeln entspannen sich und dadurch habe ich so viele Patienten gesehen, die so negativ gedacht haben während des Prozesses, aber nach dem Removal, nachdem die im Krankenhaus waren und wieder zurückgekommen sind, sich dann, also nicht nur sich selber gesagt haben, auch uns gesagt haben, hey, ich fühle mich jetzt so gut, das gibt's gar nicht. Hier waren einige Patienten, wo ich das gesehen habe, ey, ich habe den nach dem Removal dann im Physioraum mit Krücken laufen sehen, weißt du, und der war so glücklich und hat gelacht. Ich habe dem das angesehen, dass er sich einfach gedacht hat, ey, Gott sei Dank bin ich fertig, ich habe mein Ziel erreicht und viele Leute sind dann glücklich dadurch, ne? Während des Prozesses ist das wirklich schwer für manche, weil, wie gesagt, die sind nicht darauf vorbereitet. Manche haben zu viel Kilo, sind übergewichtig und manche nehmen das so auf die leichte Schulter. Es ist natürlich eine große Operation, das darf man nicht vergessen. Aber wenn du dich mental und wie gesagt körperlich darauf vorbereitest, ey, 90% der Patienten, die ich hier sehe, die haben keine Komplikationen. Alles läuft reibungslos, alle sind glücklich. Wie ich sage, hey, wir haben gestern Arsenal gegen Bayern geguckt. Weißt du, was ich meine? Champions League, wir haben Fußball geguckt. Und das ist so ein Ding. Wenn es jemandem so scheiße gehen würde, wie manche Leute denken, wir können doch nicht zusammensitzen, was essen und Fußball gucken. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein Ding. Und wenn man sich darauf vorbereitet, wenn man wirklich einen starken Willen hat und auch selber was macht und nicht nur sagt, ich gebe das in die Hände von dem Medical Team oder dem Physio-Team. Nein, du musst auch selber was machen. Du musst auch an dir arbeiten. Und wenn du das machst, glaub mir, du wirst keine Probleme haben, du wirst keine Schmerzen haben. Das Einzige, was aber ist, ich muss das sagen, schlafen, abends. Warum aber, das kann ich auch erklären. Abends ist das so, der Körper fährt runter. Er braucht seine Ruhe, weißt du? Und dadurch kriegst du dann hier und da einige Sachen mehr mit. Zum Beispiel, dass du deine Muskeln steif hast, dass du zum Beispiel verlängerst. Das kriegst du natürlich mehr mit als über den Tag verteilt. Am Abend, wie gesagt, fährt der Körper runter. Der macht so einen Shutdown und braucht dann seine Ruhe. Und da kriegst du hier und da einige Schmerzen ein bisschen mehr mit. Aber diese Schmerzen sind halt wie ein intensiver Muskelkater, sage ich jetzt. Ne? Du musst überlegen, du fährst jetzt den ganzen Tag Fahrrad und bist aber 2 Jahre davon niemals Fahrrad gefahren. So, verstehst du? Dann hast du Muskelkater, intensiven, und das kriegst du abends mit. Vielleicht haben einige Patienten dadurch ein unwohles Gefühl und können nicht schlafen. Aber hey, ganz ehrlich, das nehme ich mit Kusshand in Kauf, wenn ich dann sowas erreiche, wie was ich erreicht habe. Weißt du, was ich meine? Man muss natürlich auch ein bisschen mental stark sein. Da gibt es keinen Weg hinweg. Du musst auf Also jeden man Fall... muss ein Mann sein, sagst du. Richtig. Man muss Eier haben. So. Weißt du, was ich meine? Man braucht auf jeden Fall Eier. Also Bro, es ist so, weil Menschen denken halt so, es ist so ein Schmerz, du willst dich erschießen wollen oder du schreist rum oder so. Hier Nein, so nein. Krebs-Endstadium-Patienten. Nein. Das ist übertrieben. Sowas habe ich bei keinem einzigen Patienten hier das gesehen, hab ich wirklich. immer versucht zu erklären. Das habe ich habe bestimmt 150 Patienten oder so gesehen, seitdem ich jetzt das zweite Mal auch hier bin. Und das habe ich bei keinem gesehen. Das habe ich wirklich bei keinem Patienten gesehen, der geweint hat und gesagt hat, oh, ich habe Schmerzen. Wir haben auch Frauen hier, ne? Also das muss man sagen. Hier sind nicht nur Männer, hier sind auch Frauen. Und wir haben aber auch junge Patienten hier, ne? Ich bin jetzt ein bisschen älter als die anderen. Die jungen Patienten sind Anfang 20, Mitte 20. Die kommen teilweise alleine aus Japan, aus Amerika oder was weiß ich, aus der ganzen Welt hierhin, alleine, ohne Familie. Und die machen das. Und das sind junge Burschen, ne? Wenn die das hinkriegen, also, dann, ich bitte euch, Leute, ne? Hier ist keiner, der irgendwie heult oder vor Schmerzen stirbt. Also so ist das nicht. Aber Bro, als Mann sage ich das, ich hoffe, du kannst mir auch, ich weiß nicht, ob du es mir bestätigen kannst oder nicht, die größten Memes sind echt die Männer meistens. Ja, das Frauen ist wirklich, wirklich so. Frauen sind stabil. Richtig, bei Frauen, ich habe bis jetzt noch keine Mann, Frau gesehen, Geburt, die irgendwie, weißt du, was ich meine? genau, die irgendwie rumheult oder so. Wenn einer irgendwie so Metzgen macht, dann sind das wirklich Männer. Ich kann nicht schlafen oder so, weißt du, was ich meine? Wir reden ja auch immer in der Lobby, das stimmt. Was auch lustig ist, Bruder, weil ich habe jetzt die zweite Operation gemacht. Sowohl Patienten, die hier hinkommen, die noch nicht operiert wurden, die sich das hier angucken noch einmal und dann mit dem Patienten reden wollen,
Aber auch Patienten, die schon die OP hatten, die mich dann kennenlernen und hören, ah, Ace, nach 2 Monaten gekommen und hätte seine zweite OP gemacht, die durchlöchern mich mit Fragen. Die wollen wissen, was war das beim ersten Mal, hattest du das auch, wie viel Zentimeter hast du geschafft? Bruder, also ich bin jetzt hier wie so ein Lehrer. Glaubst du mir? Okay, cool. Und unten, das sind alles meine Schüler, meine Kinder. Die fragen mich immer Sachen, wir werden dich vermissen, bitte bleib ein bisschen länger. Weißt du, was ich meine? Das ist auf jeden Fall sehr Cool, süß. Mann. Das ist auf jeden Fall schön, cool. Bro. Ja, ja, Man klar, fühlt sich natürlich. auch mal so auch anders, weißt Ja, du? natürlich, Bruder. Ich bin auch als Anfänger hergekommen. Ich bin mittlerweile Weltklasse-Profi, weißt du, was ich meine? ja. Und ich helfe, wo ich kann, natürlich. Aber du hast immer zu mir gesagt, ich vertraue euch, ich vertraue euch. 100%, 100%. Das habe ich auch. Wir haben ein Ja. Interview gemacht Ja. vor meiner TB-Operation. Da rede ich nicht viel anders. Da rede ich genauso. Du musst auf das Team hören, sei es Medical oder auch Physio-Team. Du musst auf die hören. In dieser Kombination, glaub mir, du wirst einen leichten Prozess hier haben. Der wird easy von dannen gehen. Du hast keine Schmerzen. Alles wird sehr gut sein. Du musst auch natürlich, wie gesagt, dich darauf vorbereiten, mental, aber glaub mir, das Team ist super hier. Guck mal, du musst überlegen, überall auf der Welt gibt es viele Leute, die diese Operation machen, viele Ärzte, viele Kliniken. Aber es gibt keine Klinik, die so vor- und nachsorgend ist wie dieser Platz hier. Danke dir, vielen Hier gibt es alles, einfach von A bis Z, was du brauchst. Hier gibt es Medical Team, Physio, Restaurants, jeder hat seine Zimmer. Die Zimmer sind sehr gut bestückt, du kannst alles darin machen. Du kannst dort essen, Filme gucken, du kannst dich im Zimmer dehnen, strecken und was auch immer. Also es ist wirklich sehr gut. Es ist ein Center, so ein Center habe ich noch nie gesehen. Danke, wirklich, Bruder. Deine Worte berühren mich gerade. Vielen Dank. Echt danke, Mann. Bruder, aber ich lüge nicht. Wirklich. Ich sag nur, wie es ist. Guck mal, ich hätte auch diese Operation zum Beispiel irgendwo in Deutschland machen können, in München oder was weiß ich wo. Warum habe ich das nicht gemacht? Weil die Leute dich operieren und dann wirst du nach Hause geschickt und bist auf dich allein gestellt. Ey, das ist jetzt keine Nasen-OP, wo ich sage, es heilt von alleine, ich muss nichts machen. Es ist ein großer Eingriff. Natürlich will ich ein professionelles Weltklasse-Team haben, was mich unterstützt, was jeden Tag nach mir guckt. Zum Beispiel hier, jeden Tag kommt ein Medical-Team, kommt in dein Zimmer, macht Visite, redet mit dir. Jede Woche kommt der Arzt, wenn du Fragen hast, kannst du den Arzt, nicht irgendein Arzt, der Arzt, der dich operiert hat, der kommt jede Woche einmal hier. Freundschaftliche. Natürlich, es ist nicht irgendwie so, oh, ich gehe zum Arzt, das ist so ein unwohles Gefühl. Er kommt, er begrüßt dich, er gibt dir die Hand, er umarmt dich, er redet mit dir. Das ist schon so ein familiäres Gefühl. Du fühlst dich einfach wohl. Was denkst du, warum ich jetzt zum zweiten Mal hier bin, Bruder? Es hat schon einen Grund, weißt du, und ich bin in Deutschland geboren und groß geworden. Du weißt, ich habe irgendwo, auch wenn ich Türke bin, irgendwo diese Mentalität, verstehst du? Also dieses Deutsche in mir, dieses pünktlich sein, dieses Detailreiche und klar. ne? Ich bin trotzdem hingekommen, auch wenn es Istanbul ist. Es ist Istanbul, aber Leute, ihr müsst euch vorstellen, das ist wie ein Flughafen. Hier ist ein unabhängiger, internationaler Platz. Die heben sich von den anderen ab und das ist wirklich so. Also ich kann es jedem empfehlen, kommt hier hin, ne? Egal wo ihr seid. Danke, Bruder. Wirklich, also keine Angst, hier ist die Für- und Nachsorge so gut. Also ich hoffe nicht, dass ich ein drittes Mal komme. Bro, bitte nicht, Mann. Du bist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es sei denn, du willst irgendwie Basketballer werden. Aber Alles Leute, gut, Bruder. danke, Bro. Vielen Dank. Und auch diese Videos zum Beispiel, was wir machen. Natürlich zum Beispiel diese Vorher-Nachher-Bilder, was wir mit dir gemacht haben. Das sind ja Marketingzwecke. Ich meine, ich will ja Menschen natürlich auch motivieren. In dem Sinne motivieren, nicht aufpushen, mach die OP, sondern schau mal, hey, wir machen das. Wir verkaufen keine Bananen, Äpfel oder Autos. Wir sind keine Autogalerie. Ich poste keine Autos, sondern Vorher-Nachher-Bilder, weil das machen wir ja beruflich. Verstehst Bruder, du? natürlich. Aber dieses Video, was wir gerade hier machen, ist einfach so dieses, okay, dieses Vorher-Nachher-Bild, aber was steckt dahinter? Wie ist er dazu gekommen? Verstehst du, was ich meine? Bruder, Bro? du musst überlegen, guck mal, zum Beispiel, es gibt Leute, die machen Instagram, die marketingen sich selber. Die machen Werbung für sich selber. Genau. Das sind ganz normale Leute, die haben weder eine Firma noch sonst irgendwas. Du musst das erst recht machen. Du hast hier ein Center, Bruder, was wahnsinnig gut ist. Danke dir. Und natürlich verstehe ich, dass du Marketing machst. Deswegen zeige ich auch sehr gerne mein Gesicht, Danke dir, vielen damit auch andere Leute das sehen. Warum? Ich mache das mit einem Hintergrund, Bruder. Ich habe, bevor ich überhaupt eine Operation gemacht habe, egal ob jetzt Oberschenkel, Unterschenkel, ich habe alle Videos geguckt. Wenn ich zu Hause in Deutschland schlechte Laune hatte, habe ich eure Videos geguckt und hatte dann wieder gute Laune, weil ich wusste, okay, du machst das bald. Das war immer so ein Grund, wo ich gesagt habe, ich will diese Operation machen. Ich will meine Beine einfach verlängern. Und wie gesagt, immer wenn ich schlechte Laune hatte, wirklich habe ich eure Videos geguckt, das hat mich dann wieder gepusht. Dann habe ich immer wieder gewusst, okay, dieses Problem, was du jetzt gerade hast, ist kein Problem. Das ist das Problem. So, du willst das auf jeden Fall machen und eure Videos haben mir dabei geholfen, immer wieder gute Laune zu bekommen. Ne? Und ich bin, wie gesagt, jetzt auch hier. Ich habe das zweite Mal jetzt diese OP gemacht und das ist der Hintergrund, warum ich auch jetzt in diesem Video mitwirke und auch gerne mein Gesicht zeige. Und Jem,
eins muss ich aber noch sagen, der Grund auch, warum wir die Videos posten, ist nicht nur im Marketing, sondern wir posten ja alles offensichtlich. Das heißt, Natürlich, klar. wenn wir wüssten, dass wir was falsch machen oder nicht richtig, würden wir niemals posten. Das ist ja, am Endeffekt ist ja was Schlechtes für uns, verstehst du? Natürlich, das klar. ist auch der Grund, warum, zum Beispiel, da hat letztens ein Patient mir gefragt, warum posten andere Kliniken nicht? Ja, frag doch mal denen. Ja, so, richtig. dann hat er gefragt, weißt du, was er gesagt hat? Ja, aus Datenschutzgründen. Warum Datenschutz? Schau mal, Bro, wenn du jetzt eine Klinik hast und du hast gar keine Videos und du willst endlich mal irgendwo anfangen, dann kannst du deinem Patienten ja sagen, hey, du weißt was, ich mache dir einen Rabatt. Ja. Oder ich komme dir entgegen, Ja. aber komm mir auch entgegen, weil Genau, ich muss klar. irgendwo anfangen. Warum macht man das nicht? Ja, warum? Weil die wissen ganz genau, die Methode ist nicht gut oder der Patient hat ultra krasse Schmerzen Ja, und die wollen das natürlich. nicht, die wollen das verbergen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe viele Videos Ja. geguckt. Es gibt auch einige andere Zentren, so wie hier, die versuchen euch nachzuahmen. Ihr wart ja wirklich die Ersten, die das gemacht haben. Und da habe ich Videos gesehen, ey, das kam mir immer wieder so vor, als ob es einfach immer derselbe Mensch war. Gesicht war versteckt und einfach immer eine andere Location. Aber man hat einfach immer wieder erkannt, dass es ein und derselbe Mensch ist jedes Mal, weißt du? Und da sind bei mir alle Alarmglocken angegangen. Hier wirst du ja gefragt, hey, ist das für dich in Ordnung, wenn wir ein Video machen, vorher, nachher? Du wirst ja nicht gezwungen. Klar. Du hast einen freien Willen, du kannst sagen, ja klar, oder du kannst sagen, nein. Und wie gesagt, alles, was wir hier reden, ist nicht gelogen. Ich habe auch am Anfang so gedacht, ist das alles wirklich so wahr? Und generell, ne? Weil das ist ja unglaubwürdig so manchmal. Du verlängerst deine Beine und alles ist gut. Das ist ein schwieriger Eingriff. Doch, es ist genauso, wie du gerade hier sitzt und mit mir redest. Es ist ja original so. Du auch, das beste Beispiel. Wir wurden mehrmals operiert, haben unsere Beine verlängert. Es funktioniert ja wirklich. Ne? Das ist ja genau so, wie es in den Videos dargestellt wird. Es ist nicht gelogen. Ich bin selber Patient, du genauso. Und es ist 1:1, entspricht alles der Wahrheit. Es funktioniert, man kommt hier hin, man wird operiert und man geht als größerer Mensch wieder nach Hause. Und das ist 100% wichtig und es ist auch gut, dass es so ein Center wie euch gibt. Wie du sagst, Marketing, ja, aber auch, dass die Leute sehen, hey, er ist nicht irgendwie verkrüppelt, ihm geht's gut, er wird auch irgendwann in 1-2 Monaten wieder ganz normal laufen können. Ich sag ja, bei mir war das so. Ich bin nach 2 Monaten gelaufen. Die Leute, wenn mich einer gesehen hat, er hätte niemals gedacht, dieser Junge hat seinen Oberschenkel 10 cm verlängert. Niemals, weil ich bin ganz normal gelaufen. Dieses Video könnt ihr ja dann auch natürlich zeigen. Ich muss sagen, die Leute, die Vorurteile haben, braucht keine Angst zu haben, macht euch keine Sorgen. Das ist genau der Ort, wo du hinkommen musst, wenn du genau solche Gedanken hast mit Beinverlängerung oder mit deiner Körpergröße unzufrieden bist. Das ist wirklich so ein Ort, wo du hinkommen kannst, weil hier sind nicht nur leere Versprechen. Die Leute stehen hinter ihrem Wort, deren Wort hat Gewicht. Ich als Patient kann das bestätigen zu 100%. Hier ist auch zum Beispiel ein Patient, ihm geht's gut, er kann laufen, er wurde operiert, er hat gar nichts, er hat seinen Arm verlängern lassen. Das wird ja hier genau auch so gemacht. Also ein Arm ist kürzer als der andere Arm, er hat seinen Arm jetzt zum Beispiel verlängern lassen. Top-Zustand. Er ist in einem Bombenzustand. Er war auch gestern unten in der Lobby, wir haben Fußball zusammen geguckt. Sehr oft quatschen wir auch zusammen, weil er aus der Türkei auch ist, ne? Aber ihm geht's blendend. Ne? Sehr oft sage ich ihm auch, hol mal das, hol mal jenes, ne? Weil ich mit dem Walker sonst laufen muss. Aber ist Geil. alles perfekt, so, weißt du, was ich meine? Cool, Mann. Genau, ihr macht ja auch das muss man ja auch klar. hinzufügen. Es ist Medizinische ja nicht nur Zwecke, ja. Beinverlängerung, ihr macht ja auch Arme. Viele Leute haben ja von Geburt an so ein Problem. Ich rede jetzt nicht von normalen Menschen, wo das minimal ist, nein. Er hat schon einen großen Unterschied gehabt und solchen Leuten wird hier auch geholfen und das ist auch wichtig zu erwähnen. Viele Leute denken einfach nur Beinverlängerung, nein, es gibt auch solche Leute, die so ein Problem haben. Meldet euch einfach, also ihr müsst keine Sorgen haben, wirklich. Das muss ich einfach immer wieder dazu sagen. Weil viele Leute haben Vorurteile, braucht ihr nicht, Leute. Wirklich. Das ist ein Bombenplatz. Ich komme immer wieder gerne hin und nächstes Jahr komme ich hoffentlich zum Nagel entfernen. Du hast gesehen, ne? Ja, Wir haben genau, gerade uns die Wachstum. Bilder angeguckt. Mein Oberschenkel Andere Liga. ist in 8 Monaten komplett verheilt. Ja. Wir könnten jetzt eigentlich schon den Nagel rausholen, Genau. aber ich warte, dass mein Tibia auch verheilt, dass ich dann alles in einem Wisch rausholen kann. Überleg mal, in 8 Monaten, die Leute sagen, ich muss dann 2-3 Jahre mit so einer Lücke in meinem Knochen rumlaufen. Nein, in 8 Monaten ist mein Knochen verheilt. Also die Nägel, was der Jem gerade hat, ist nur Schmuckstück im Oberschenkel. Richtig, genau. Unterschenkel hat es noch eine Dekoration, richtig, genau. Das ist einfach nur Dekoration, genau. Richtig. Der Knochen ist verheilt und ich bin darüber mehr als nur glücklich, ne? Muss Hey, man schon Bro. dazu sagen, wirklich. Vielen Dank wirklich für das tolle Video, Mann. Danke. Bruder, ich danke bin dir. wirklich, Ich danke wirklich dir. für dich. Ich danke dir, Bruder. Leute, was denkt ihr?
Wie schaut jetzt Jam aus? Würdet ihr bevorzugen, 1,70 zu sein oder 1,90? Was denkt ihr? Jetzt mal an Frauen, jetzt mal, er ist vergeben, aber seid mal ehrlich, würdet ihr einen Mann bevorzugen, der 1,70 ist, der 1,80 ist oder der 1,90 ist? Jetzt mal Hand aufs Herz, Mann, natürlich, weißt du? natürlich. 1,87, 1,90, klar. Übrigens, du bist 1,87, wenn jemand dich fragt, wie groß bist du, wenn du auch 1,90 sagst, glauben die Menschen. Ja, Aus natürlich. 2 Gründen. Erstens, du bist sehr nah an 1,90 und zweitens, du bist nicht in unserem Level. Ja, für Da, die wo, Leute da, wo es richtig. nicht unglaubwürdig ist, dass du 1,90 Hey, bist. wie du gesagt hast, sogar mit Schuhen bist du dann über 1,90. Das ist dann auch nochmal so ein Ding, ob die Leute dir glauben oder nicht, die gucken dich einfach an und das reicht schon. Die haben ihre Antwort. Die sehen dich in Person und das ist schon Antwort genug. Die brauchen gar keine Zahlen zu hören dann mehr, weißt du, was ich meine? Und das ist schon wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl, muss ich einfach Ganz zugeben. anders. Bin echt gespannt, was so in den Kommentaren kommt. Würdest du mal 1,90 werden wollen? Sei mal ehrlich. Jetzt mal Hand aufs Herz. Sei einfach ehrlich. Würdest du 1,90 werden wollen? Wenn ja, warum? Lass uns doch mal ein bisschen in den Kommentaren ausdiskutieren. Bin gespannt. Danke, Bro. Ja, ich sehr kann dir gerne, nur als Bruder. Real Ich Life danke Toller dir. und unser Team sagen, genieße dein Leben in vollen Zügen. Ich danke dir, Du ich bist danke ein- dem Team, auf Gerne. jeden Fall. Du bist ein krankhafter Optimist. Also Ja. wirklich dieser Optimismus zeigt auch deine Werte, deine Knochenheilung, Blutwerte. top. Richtig, richtig, das ist auch sehr wichtig Dein immer, ne? Ergebnis. Man muss einfach immer positiv denken. Ja. Bruder, du hast ein Ziel vor Augen, du musst positiv denken, du darfst keine Angst haben. Vertrau dem Team, vertrau dir, vertrau deinem Körper und dann passt das schon alles. Und wie du sagst, hey Bruder, ganz ehrlich, wer will nicht 1,90 sein? Die Kommentare werde ich natürlich auch lesen, passt auf, was ihr schreibt. Ja. So, weißt du, was ich meine? Deswegen, also ich denke mal, alle würden Pass gerne auf, groß jetzt, sein. Weißt du, was jetzt, ich komm, meine? jetzt lege ich eine drauf. Wenn jemand nicht 1,90 werden möchte, soll bitte auch unten, nein, ich möchte nicht 1,90, aber auch den Grund schreiben, warum er nicht 1,90 Ja, ganz möchte. genau, ganz genau. Ich bin gespannt, was für Gründe da gibt. Richtig, bin ich auch gespannt. Ich werde diese Kommentare, wie gesagt, auch Mann. lesen. Es gibt keinen Grund, verstehst du? Ey, man muss auch dazu sagen, jetzt zu der Hose, Ja. ne? Das ist die Hose, die ich anhatte, Bruder. Ich freue mich nur noch aufs Einkaufen. Glaubst du mir, ich freue mich jetzt nur noch aufs Einkaufen, was anderes nicht, Bruder. Weil ich hatte bei Hosen immer so ein Problem, weißt du? Auch lange Mäntel, Bro. Das muss Richtig, jetzt reinhauen. richtig. Lange Mäntel muss Lange rein. Mäntel, Hosen. Ich freue mich schon sehr, wirklich, Anzug. Bruder. Ich freue mich schon Mann, wirklich sehr. andere Alter. Liga, andere Liga. Auf jeden Fall, Bruder. Also ganz ehrlich, Bro, es gibt keinen, der sagt, ich möchte nicht 1,90 aus diesem Grund werden. Sowas gibt's nicht. Deswegen bin aber gespannt. Bin gespannt. Ich auch, Bruder. Wie gesagt, ich werde diese Kommentare lesen. Ja. Und wenn einer sagt, ich will nicht 1,90 werden, der lügt, Bruder. Wer will denn nicht 1,90 sein, Bruder? Jeder hat einen Freund im Freundeskreis, der 1,90 ist. Und jeder redet so mit ihm. Weißt du, was ich meine? Wer will nicht 1,90 sein? Jeder würde mal ein Lambo, Ferrari oder diese ganzen... Und das ist das Gleiche. Genau. Weißt du, Leute, die klein sind, verstehen gerade, was wir meinen mit diesem Lambo-Vergleich. Aber pass auf, 1,90 du ist bist nicht schon. Lambo, du bist Rolls Royce. Bruder, sehr gerne, sehr gerne. Hauptsache, es ist passiert, wie es passiert ist. Genau. Und ich bin sehr froh darüber, Bruder. Ja, Ich danke auch, dir auf Bro. jeden Fall Gerne. nochmal. Wir sehen uns im nächsten Video. Grüße aus Istanbul. Bye, bye.